Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. On this happy and hot day in Sao Paulo. An diesem fröhlichen und heißen Tag in Sao Paulo. I am back here with Grayce, Ich bin wieder hier mit Grayce, teaching you stuff from 1 Corinthians 1. um euch etwas aus 1. Korinther 1 zu lehren. Look at verse 19. Schau Vers 19 an. For it is written, I will dismantle the wisdom of the wise, Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen zerschlagen and I will invalidate the intelligence of the scholars. und die Klugheit der Gelehrten verwerfen. This is a very, very strong statement. Das ist eine sehr, sehr starke Aussage. But Paul is not afraid to using such strong words. Aber Paulus scheut sich nicht, so starke Worte zu benutzen. Paul is actually quoting the prophet of Isaiah. Paulus zitiert tatsächlich den Propheten Jesaja. Because when Paul says it is written, he's obviously talking about the Old Testament. Denn wenn Paulus sagt, es steht geschrieben, meint er offensichtlich das Alte Testament. And I believe it is Isaiah 29 verse 14 that Paul is quoting here. Und ich glaube, es ist Jesaja 29,14, den Paulus hier zitiert. So look, it is God who said through the prophet Es ist also Gott, der durch den Propheten sagt, that he will dismantle the wisdom of the wise. dass er die Weisheit der Weisen zerstören wird. If God himself is doing that, Wenn Gott selbst das tut, then it does not even make sense to try to preach a clever gospel for clever people. dann macht es keinen Sinn, ein kluges Evangelium für kluge Menschen zu predigen. Because then it loses all of its power. Denn dann verliert es seine ganze Kraft. Because God will continually resist the human wisdom. Denn Gott wird der menschlichen Weisheit ständig widerstehen. The human wisdom is not going to understand anything from God. Die menschliche Weisheit wird nichts von Gott verstehen. Hebrews tells us Der Hebräerbrief sagt uns, that by faith we understand. dass wir durch den Glauben verstehen. See, the clever people want to first understand and then believe. Die klugen Menschen wollen erst verstehen und dann glauben. But the kingdom of God is the other way around. Aber das Reich Gottes ist genau andersrum. First, you have to believe and then you will understand. Zuerst musst du glauben und dann wirst du verstehen. See, I, who have chosen to believe in the new covenant, Ich habe mich für den Glauben an den neuen Bund entschieden now I can understand it. und kann ihn jetzt verstehen. It still surprises me how God can be so amazing, Es überrascht mich immer noch, wie Gott so fantastisch sein kann, but I can understand it. aber ich kann es verstehen. But I can only understand it because I first chose to believe. Ich kann es aber nur verstehen, weil ich mich zuerst entschieden habe, zu glauben. We are so tempted to always give wisdom to the wise. Wir sind so versucht, die Weisheit stets den Weisen zuzuschreiben. But you know, in my mentoring, In meinem Mentoring I was doing a whole series where I was teaching about wisdom. habe ich eine ganze Serie über Weisheit gelehrt. And I showed the difference between human wisdom and godly wisdom. Und ich habe den Unterschied zwischen menschlicher Weisheit und göttlicher Weisheit aufgezeigt. And it is very, very opposite. Es ist sehr entgegengesetzt. So God is saying, the wisdom of the wise, I'm going to completely destroy. Gott sagt also, die Weisheit der Weisen werde ich völlig zerstören. What does it mean? Was bedeutet das? That means I need to always pursue godly wisdom. Das bedeutet, dass ich immer nach göttlicher Weisheit streben muss. But it also means I must preach the gospel in a simple way, not in human wisdom. Es bedeutet aber auch, dass ich das Evangelium auf einfache Weise verkünden muss und nicht mit menschlicher Weisheit. That great preacher, Charles Spurgeon, Der große Prediger Charles Spurgeon, they called him the prince of all preachers. den man den Prinzen aller Prediger nannte, He's the guy who started the Baptist movement. war der Gründer der Baptistenbewegung, A very powerful man of God. ein sehr mächtiger Mann Gottes. Do you know what he said? Weißt du, was er sagte? He said, if anybody does not preach in a way Wenn jemand nicht so predigt, that a 12-year-old child can understand it, dass ein 12-jähriges Kind es verstehen kann, then it is wrong. dann ist es falsch. So we have to preach the gospel in a simple way. Wir müssen das Evangelium also auf eine einfache Art und Weise verkünden. Look, then God continues to say, Schau, dann sagt Gott weiter, and I will invalidate the intelligence of the scholars.
Und ich werde die Klugheit der Gelehrten verwerfen. And that's the beauty of the kingdom. Das ist die Schönheit des Reiches Gottes. And that's the beauty of the gospel. Das ist die Schönheit des Evangeliums. Look how Jesus chose his 12 apostles. Schau, wie Jesus seine 12 Apostel ausgewählt hat. I've never yet met a pastor Ich habe bis jetzt noch keinen Pastor getroffen, who would choose these 12 men as his main leaders. der diese 12 Männer zu seinen wichtigsten Leitern gewählt hätte. They were not the smartest people. Sie waren nicht die klügsten Menschen. In fact, the Bible in Acts and also history tells us Die Bibel in der Apostelgeschichte und auch die Geschichte erzählen uns, that they were uneducated men. dass sie ungebildete Männer waren. Why would God choose uneducated men to start the church with? Warum sollte Gott ungebildete Männer auswählen, um die Gemeinde zu gründen? Why would God start this uneducated man Warum hat Gott diese ungebildeten Männer ausgesandt? and sent them out to preach the gospel of the kingdom? Um das Evangelium des Reiches Gottes zu verkünden. You know why? Weißt du warum? So that all of the glory comes back to God. Damit der ganze Ruhm zu Gott zurückkehrt. And so that the gospel remains a simple truth. Und damit das Evangelium eine einfache Wahrheit bleibt. God makes invalidated the intelligence of the scholars. Gott entwertet die Intelligenz der Gelehrten. Now that does not mean that we should not study. Das heißt aber nicht, dass wir nicht studieren sollten. I study a lot. Ich studiere sehr viel. But it means that we do not put any reliance in our own studying, neither in our own wisdom. Das bedeutet aber, dass wir uns weder auf unser eigenes Studium noch auf unsere eigene Weisheit verlassen sollen. Our faith is in everything that comes from God. Unser Glaube beruht auf allem, was von Gott kommt. And it comes through the simplicity of the gospel. Und er kommt durch die Einfachheit des Evangeliums. Look, my friend, Schau, mein Freund, when things go really, really bad, wenn es richtig, richtig schlimm wird, the clever and educated are not the ones who are going to be strong, sind die Klugen und Gebildeten nicht diejenigen, die stark sein werden. unless they learn to simply trust in the power of the gospel. Es sei denn, sie lernen, einfach auf die Kraft des Evangeliums zu vertrauen. Those who are going to be strong in difficult times Diejenigen, die in schwierigen Zeiten stark sein werden, are the ones who've learned to live in simple trust. sind diejenigen, die gelernt haben, in einfachem Vertrauen zu leben. Trust in the power of the gospel. Vertraue auf die Kraft des Evangeliums. I will see you tomorrow. Wir sehen uns morgen.